Wenn ich mir alles richtig notiert habe, dann müsste das mein 200. Merkling-Video sein. Und ich denke, es ist an der Zeit, euch die Aufnahmen zu zeigen, die ihr eigentlich nie zu sehen bekommen solltet. Also diese Bilder, die ich normalerweise herausschneide, um euch diese harmonischen Videos zu präsentieren. Denn während der Aufnahmen kommt es immer wieder zu diesen unschönen Szenen. So wie bei der Parallelfahrt der beiden Züge hier und als sich der Triebwagen dann außen mit dem Schleifer in der Weiche verhakt, einen Kurzschluss verursacht, die kleine Diesellok auch kurz zum Halten bringt, die sich dann zum Glück wieder berappelt und weiterfährt. Aber für den Triebwagen auf dem Außenkreis ist es dann hier vorbei. Es wurden natürlich ausgiebige Probefahrten gemacht, bei denen dann alles funktioniert, aber wenn die Kamera läuft, ist damit dann Schluss. Ähnlich dann bei unserer V100, die alle Probefahrten mit Bravour bestanden hat, auf unserer Weiche beim ersten Versuch dann hier zwar keinen Kurzschluss verursacht, aber einfach den Dienst verweigert. Dann einen zweiten Versuch bekommt, die Weiche auf dem Außenkreis dann auch wieder problemlos nimmt, aber der Schwerlastwagen die Szene schmeißt, indem er aus der Schiene springt. Eher untypisch die Szene, dass ein Signal klemmt und mechanisch mit der Hand gestellt werden muss. Dadurch natürlich die Kamera verwackelt. Ein Signal, was normalerweise sehr zuverlässig funktioniert. Der Zug setzt sich in Bewegung. Auch diese Szene wurde natürlich vorher ohne laufende Kamera mehrmals getestet. Und die Zugfahrt findet auf einer der hinteren Weichen dann ein jähes Ende. Die gleiche Lokomotive dann auf dem Außenkreis gesetzt, weil sie die Probefahrten hier alle problemlos bestanden hat. Wenn die Kamera läuft, dann funktioniert das aber auch nur bis zur ersten Weiche. Die Lokomotive hängt, also muss mechanisch eingegriffen werden. Die Lokomotive setzt sich wieder in Bewegung, der Zug fährt. Aber hinten entkuppeln sich die Wagen und um dem Ganzen die Krönung aufzusetzen, springt der letzte Wagen auch noch aus der Schiene. Und wofür unsere kleine rote Diesellok dann hier noch eine Weiche gebraucht hat, um stehen zu bleiben, das schafft unsere Baureihe 140 dann auch auf freier Strecke an einer Stelle, die sie vorher ohne Kamera natürlich mehrmals problemlos überfahren hat, um jetzt stehen zu bleiben. Also wieder ein mechanischer Eingriff und nach mehreren Rucklern setzt sich die Lok dann wieder in Bewegung. Und auch unsere Baureihe 74 reiht sich hier ein mit den Aussätzen auf der Weiche. Diese befindet sich zwar außerhalb vom Bild, ist aber nachher genauso effektiv und ärgerlich. Und die gleiche Szene dann aus anderer Perspektive und wenn die Lok dann locker über die Weiche fährt, dann streikt die Kamera. Und die nächste Runde, man glaubt es kaum, die Kamera wieder scharf gestellt und die Lokomotive hakt sich wieder auf der Weiche ein. Und so sieht es im Video nachher für euch aus, wenn dann mal beides gleichzeitig funktioniert. Dann auch wieder ungewöhnlich, eine Baureihe 151 geht hier in den selbstgewählten Langsamfahrmodus über. Das Ganze zieht sich dann am hinteren Rand hier wie Kaugummi und findet ein jähes Ende mit einem außerplanmäßigen Stopp auf einer Weiche. Und auch die kleinen Autos der Faller AMS wollen hier zeigen, dass sie den Lokomotiven in nichts nachstehen und auch jederzeit die Aufnahmen boykottieren können. Der kleine Opel verlässt hier an seiner Lieblingsstelle mal wieder die Bahn. Der kleine rote Mercedes möchte zeigen, dass er das genauso gut beherrscht. Und auch in der anderen Richtung. Oder einfach mal ein Halt mit der Antriebsachse in der Luft. Und wenn es dann genug Action war, dann verweigert man komplett den Dienst. Der Porsche übt dann den Burnout mit durchdrehenden Rädern auf der Stelle. Und das Verlassen der Fahrbahn beherrscht er genauso wie die anderen Wagen auch. Und jetzt wisst ihr auch, warum die Faller AMS während der Aufnahmen so wenig fährt. Und der Porsche kann das natürlich auch in der anderen Richtung. Dann ein Phänomen mit Seltenheitswert, ein Kavalierstart aus dem Bahnhof, von mir dann gleichzeitig gegen das Stativ getreten und auch diese Aufnahme ist dahin. Und genau das Gegenteil zeigt dann diese belgische Noab-Lokomotive. Sie möchte sozusagen persönlich angeschoben werden, um sich dann ganz gemächlich in Bewegung zu setzen. Und dann wieder mal was Ungewöhnliches, eine bockende Noab, die rhythmisch ihre Kreise zieht. Die Lokomotive fährt digital, hat während der Probefahrten ohne Kamera natürlich problemlos ihre Runden gedreht, aber wenn die Kamera dann läuft, dann ist man hier vor keiner Überraschung sicher. Und dann nochmal die Noabs, die erste, die sich wieder auf der Weiche verhakt, die zweite, die dann hier auf freier Strecke streikt, die dritte, die es zwar noch ins Bild schafft, aber auch nur, um dann hier auf der linken Seite stehen zu bleiben.
Dann kurz die Hoffnung, die ersten Lokomotiven ihre Runde beendet haben, die stehende ja anschieben könnten, aber dann streikt das Ganze hier komplett. Dann eher mal was Typisches, einen Kuppler, und die 3 Wagen, die hier von der Lokomotive durchs Signal geschoben werden, die gehören natürlich eigentlich hinten an den Zug. Und ein weiterer Entkuppler, denn während sich hier der kleine Güterzug mit den Kühl- und Bananenwagen nach rechts aus dem Bild bewegt, haben sich die letzten 3 Bananenwagen wohl entschieden, dass die andere Richtung interessanter sein könnte und kommen vor der Baureihe 74 dann hier wieder ins Bild. Und dann hier eher mal was Akustisches, im Vordergrund entgleist der belgische Personenwagen. Und bei dem Versuch, den Wagen wieder aufzugleisen, trete ich dann in meinem viel zu engen Zimmer mal wieder den Papierkorb ein. Und wenn ich mir meine Aufnahmen nicht selbst zunichte mache, dann haben wir hier immerhin nochmal einen Nachbarhund, der, wenn er zumindest optisch nicht mit ins Video kommt, dann zumindest akustisch mit rein möchte, sodass ein Nachvertonen meiner Videos zu diesem Zeitpunkt mal wieder unmöglich ist. Und so klingt es, wenn ich mir während des Videodrehs da mal wieder den Rücken verklemme und auch diese Aufnahme dann nochmal gemacht werden muss. Und hier auf der linken Seite, ich zeige euch das gleich nochmal, verliert die Lokomotive ihren Haftreifen, kann man nur ganz kurz sehen. Eigentlich eine Kleinigkeit, die aber Größeres auslöst. Die Lokomotive bleibt dann hier vorne stehen. Die Nerven lagen wohl sowieso schon blank und das Ganze nimmt seinen Lauf. Scheiße, verflickte Drecksver... Aber es gab bisher zumindest keine Totalschäden, keine Abstürze von der Platte oder ähnliches. Und ihr seht, dass es neben den harmonischen Bildern, die ihr immer zu sehen bekommt, doch einiges im Hintergrund passiert. Ich danke euch wieder fürs Zuschauen. Demnächst gibt es dann wieder mehr und bis bald.